Ein geheimes Projekt für die unterirdische Produktion von Treibstoff für die V2-Raketen und der Flugabwehrrakete Wasserfall der Nationalsozialisten tief in einem Berg. 1943 pachtete die unter dem Tarnnamen geführte Firma Steinbruch Verwertungs GmbH Teile des Schieferbergwerks Oertelsbruch. Da die Industrieanlagen durch alliierte Flächenbombardements systematisch vernichtet wurden, verlegte man die Industrie kurzerhand unter die Erde in sogenannte Untertageverlagerung. Die U-Verlagerung waren riesige unterirdische Fabriken, in denen gut geschützt vor Bombenangriffen die kriegswichtige Rüstung sichergestellt werden konnte. Die Produktion der V2-Raketen wurde von Peenemünde in den Mittelbau Dora verlagert. Die Treibstoffproduktion wurde getrennt verlagert und auch die Brennkammertests der Triebwerke sollten separat durchgeführt werden. Die Stollen des Oertelsbruches wurden für die Produktion von Flüssigsauerstoff für die V2-Raketentriebwerke ausgebaut. Die Teststände für die Brennkammern fanden auf dem Gelände des Tagebruches an der Bruchkante den geeigneten Platz. 450 Brennkammern sollten hier im Auftrag des Vorwerk Mitte im Monat ein Test und Kalibrierung durchlaufen, um den einwandfreien Betrieb der Raketen sicherzustellen. Dazu wurde Massen an Treibstoff, Flüssigsauerstoff und Ethylalkohol benötigt, die vor Ort produziert wurden. Das gesamte Werksgelände ist mit Stollen auf mehreren Ebenen durchzogen. Riesige Produktionshallen für Maschinen eines Flüssigsauerstoffwerkes wurden aufgefahren. Insgesamt sollten 9 Erzeugeranlagen für Flüssigsauerstoff mit einer Tagesproduktion von rund 10 Tonnen hier installiert werden. Diese Untertageverlagerung bekam den Decknamen Rotbutt. Heute ist die Anlage verlassen und lebensgefährlich, da es sich um ein ehemaliges Schieferbergwerk handelt und die Stollen einsturzgefährdet sind. Aufgrund der lückenhaften Aufzeichnungen, die erhalten blieben, lässt sich bis heute nicht eindeutig klären, was sich hier alles befunden hat und an welchen Projekten man zusätzlich arbeitete. Ehemalige Arbeitskräfte sagten unabhängig voneinander aus, dass sich hier geheime Labore in tieferen Ebenen befunden haben. Diese Labore sind bis heute nicht entdeckt worden. Doch was wurde in diesen Laboren tief und bombensicher unter der Erde erforscht? Wir machen uns auf die Suche. Durch eine komplexe Knieverletzung, die ich mir Tage zuvor beim Wildwasser-Rafting zugezogen habe und mir die Ärzte von solchen Befahrungen abgeraten haben, habe ich mich trotzdem dazu entschlossen, diese U-Verlagerung zu befahren. Stellenweise musste ich aufgrund von starken Schmerzen recht langsam Hindernisse übersteigen. So, also wir sind jetzt in einem Stollen. Hinter uns ging es raus. Da war eine Ausfahrt für die Eisenbahn. Also hier fuhr eine Eisenbahn rein. Die fuhr quasi einmal unter diesem Berg lang und hat hier Abraum rausgebracht. Im Zweiten Weltkrieg wurde diese Anlage genutzt. Also ganz hinten, über einen Kilometer in die Richtung, befinden sich Tankräume ehemalige. Da wurde der Alkohol gelagert, also unter anderem Alkohol für die Triebwerke und die Triebwerktests auf den Prüfständen. Das schauen wir uns mal an, oder? Würde ich sagen. Das machen wir. Ja, wir laufen jetzt einmal quer durch den Berg durch, dann auf. Wa? Los geht's. In diesem Stollen, der bereits im Jahre 1890 in Betrieb genommen wurde, lagerte man den Alkohol als Brennstoff für die Raketentriebwerke. Hier wurde eine Abfüllanlage errichtet. Felix ist schon am ersten Hindernis angekommen, eine Staumauer. Felix, mach mal einen Prüfer. Luch mal drüber, ob uns Wasser den Weg versperrt oder ob es geht. Ja, feucht. Aber geht. Dann auf geht's. Jawohl. Oh. Was heißt denn oh? Ja, das ist schon, also das ist nicht, aber ist schon extrem feuchter als vorne. Ich habe ja auch Gummistiefel extra an. Der Stollen trägt den Namen Rehbachstollen. Der Baubeginn war 1878 und wurde 1890 fertiggestellt. Der Stollen ist 1,3 Kilometer lang, ausgelegt für Schmalspurbahnen, um Abraum zu einer Halde zu befördern. Ideale Bedingungen für die Lagerung des wichtigen Alkohols in riesigen Tanks. So, Felix ist schon weg. Und hier haben wir wunderschön wässrig. Also rechts von mir ist der wasserführende Bereich. Es tropft immer mal wieder. Aber das ist klassischer Altbergbau tatsächlich. Also wir laufen über ehemalige Gleise. Hier lagen halt die Gleise drin. Die Schwellenbetten sieht man noch. Dazu wurde der Stollen ausgebaut und vergrößert, sodass Kesselwagen der Reichsbahn dort gut geschützt vor alliierten Bombenangriffen sind. Also die Aufmerksamen von euch werden es wahrscheinlich schon gesehen haben. Wir haben hier komplett alles schwarz. Also das Gestein ist wirklich richtig schwarz. Das kommt aber, weil hier Dampflokomotiven rein und raus sind. Deswegen ist dieser ganze Bereich hier schwarz. Das ist so oben richtig dick die Rußablagerung tatsächlich. Ne? Von dem, Licht war noch an,
von den Dampflokomotiven. Also es waren kleine Schmalspurlokomotiven, nicht diese riesengroßen der Reichsbahn, ist klar, sondern kleinere Grubenloks. Und ja, deswegen ist das hier noch alles pechschwarz tatsächlich. Mach es jetzt hin. Ach, an der Hose abwischen. Tut's meistens. So, jetzt haben wir einen Bereich, der ist tatsächlich gemauert. Warum er das gemacht hat? Wahrscheinlich, weil hier lockeres Material über uns sitzt. Es ist wirklich, oben sind es Backsteine und hier ist es Naturstein. So, und hier hat man nochmal richtig wirklich den dicken, verkrusteten Ruß von den Eisenbahnen von 1800 schieß mich tot, als der Stollen aufgefahren wurde. Ja, und immer wieder kleinere Staumauern. Aber es sollte ja eigentlich kein Hindernis sein. Die Staumauern für das Anstauen des Grubenwassers wurden nach dem Krieg errichtet und bis in die 90er Jahre betrieben. Natürlich nicht. Außer, dass man dreckig wird. Das gehört dazu, oder? So, hier haben wir solche Leitungen, die gehen nach da und dann im 90-Grad-Winkel nach oben. Hier läuft noch Wasser raus. Und das Interessante jetzt hier dran ist, hier kann man gut wirklich die Wasserstandsmarke sehen, bis wo mal das Wasser gestanden hat. Wir sind ja gerade über diese Mauer rüber geklettert und bis dahin wurde das Wasser tatsächlich angestaut. Das ist ungefähr die Höhe, hier Hüfthöhe. Also der ganze Stollen ist 1,3 Kilometer lang. Er ist einfach nur gerade in den Berg getrieben. Es ist Altbergbau. Aber das ist schon irre, wenn man sich diese Ausmaße mal anschaut. 1800 schieß mich tot aufgefahren worden. Ne? Also alles mit der Spitzhacke und dann gib ihm tatsächlich. So, jetzt sind wir in dem Bereich, ist abgemauert. Hier war eine Türe drin, zugemauert und wieder aufgemacht worden. Hier beginnt die Produktion oder die Produktionshalle des Dritten Reiches. Ich habe die Monsterlampe dabei. Das bedeutet, wir haben relativ große Dimensionen. Und was hier passiert ist, erfahrt ihr in dem Raum. So, dann gehen wir mal gucken, oder Felix? Jawohl. Gucken wir mal, was da so abgeht. Hältst du es mal kurz? Oh. Schaut euch das mal an, die Dimensionen. Ja, also ihr merkt es schon wahrscheinlich am Hall, ich habe die Funkstrecke dran. Aber der Hall ist da. Schaut euch das mal an, was das gigantisch ist. Hier lagen Tanks. Auf den ersten 50 Metern standen die Kesselwagen. Auf den folgenden 100 Metern waren Tanklager und Pumpstationen angeordnet. Insgesamt 3 Kesselwagen konnten gleichzeitig entladen werden. So, wir befinden uns hier in einem Tanklagerraum. Mal ganz ehrlich, das ist gigantisch, oder? Wahnsinn. Also Wahnsinn. Wenn man mal so zwischen uns durchguckt, ja, das geht mal locker 100 Meter bestimmt, oder? Ja, genau. Also dieser Tankraum ist 100 Meter lang. Hier lagen 5 Tanks insgesamt. Also pro Tank 100.000 Liter. Und da war Alkohol drin. Und den Alkohol brauchte man für die Raketentriebwerke. So, und den hat man halt hier hergestellt und hier gelagert. Also wir haben diese Fundamente, das ist 100 Meter lang. Und dann kommen nochmal 50 Meter für die Reichsbahn. Da haben die das nämlich mit Waggons, haben die das hier rausgeholt. Das heißt, vorne wurden bis zu 3 Loks geparkt. Da wurde das dann umgefüllt und ging dann auf das Reichsbahnschienennetz weg zu den Bestimmungsorten. Also entweder hier zu den Testbereichen oder natürlich für die schon fertigen Raketen, die dann quasi einsatzmäßig abgefeuert werden sollten. Ja, und wirklich, also diese Anlage oder generell diese Anlagen, wenn man das sieht, diese Dimensionen, das ist höchst beeindruckend. Ja, die Tanks sind leider nicht mehr da, aber die Fundamente sind erhalten geblieben. Die sprechen für sich. Also wenn man sich die Fundamente allein anguckt, so ein bisschen Vergleichswerte und Erfahrungen hat, dann sieht man, was hier gelagert ist. Ja, das ist irre.
Mach mal deine Funds aus, bitte. So, jetzt haben wir hier abgemauerte Bereiche. Ein Stollen nach rechts und einer nach geradeaus. Sind beide abgemauert, sind aber Löcher drin. Und da gucken wir jetzt einfach mal, was sich dahinter verbirgt. Also in die Richtung müsste es wieder rausführen. Und in die Richtung, laut meinem Plan, soll es auch rausführen. Ob diese Durchbrüche oder diese Portale nach draußen noch da sind, das wissen wir nicht, das erkunden wir jetzt. In diesem Bereich der Anlage wurden die Labore errichtet. Hier stellten die Wissenschaftler die richtige Zusammensetzung des Treibstoffes sicher, überwachten die Qualität und forschten an neuen Verfahren. Nach dem Krieg wurden die Labore zur Lagerung von Sprengmitteln umgebaut und verwendet. Okay, Jörg, dann kannst du mir die Kamera jetzt übergeben. So, jetzt sind wir hier drin. Felix turnt schon vor. Ich muss mich gerade organisieren, weil ich habe jetzt die Kamera übernommen. So. So, Leute. Weiter geht's. Also das sollen hier so Räume gewesen sein, so Räumlichkeiten. Hier soll Sprengstoff unter anderem gelagert sein oder gelagert worden sein. So. Felix trägt Puma-Unterwäsche, ich auch. Ja, sicher. So. Alter. Alter Lachs. Eine Kletterei. So, soll ich wieder nehmen? Kritzeleien, Wasser, Fässer, Wasser. Oh, da sehen wir jetzt Verteilung, Strom, eine Türe und Holz tatsächlich. Das ist der Wahnsinn. Also hier hat man das gelagert. Wie gesagt, das war in der, hier sind Mücken drin, das heißt, hier muss ein Ausgang sein. Das hat man halt zu DDR-Zeiten hier weiter genutzt. Ne? Also es ist nicht Wehrmacht oder Drittes Reich. Das ist ein Lagerbunker halt für Spreng- und Zündmittel. Hier geht es auch noch durch. Stollen hinter. Also da ist nur, sehe ich den nackten Fels. Man hat die Mauer halt nicht an den Fels rangesetzt, sondern versetzt angesetzt. So, und hier haben wir Regale, Holzregale tatsächlich noch. Ne? Ja, Holzregale. Ne? Hier lag dann auch wahrscheinlich Sprengmittel. Bodenablauf. Und wie gesagt, das ist... Also dafür, dass hier so feucht drin ist, sieht es noch gut aus, das Holz. Schiefer, da hinten ist auch noch eine Kammer. Hier ist auch wieder so eine Türe mit Schiefergestein drin. Oh, Bodenablauf, ne? Bodensenke. Ja, hier ist noch so eine Holzfacette mit einer alten Glasflasche. 1945 wurde der Betrieb von den US-amerikanischen Truppen besetzt. Sehr zum Erstaunen war der Betrieb unversehrt. Die Amerikaner veranlassten die Wiederaufnahme des Betriebes und ließen weiterhin Flüssigsauerstoff für Brenntest fertigen. Auch wurden unzählige Triebwerke zurückgelassen. Alles schien, als hätte man einfach nur den Betrieb eingestellt. Eine gezielte Ablenkung von den wichtigeren Laboren, die sich wesentlich tiefer befunden haben? Haben die Deutschen hier den Alliierten einen sogenannten Honigtopf gelegt, um die geheimsten aller Projekte zu tarnen, um die Alliierten durch die Masse an Anlagen und Gerätschaften davon abzulenken? Oh, wird auch direkt wärmer, also hier ist ein Ausgang, definitiv. Schaut euch mal diese dicke Türe an. Die ist schon weggerostet, da war auch eine Aufschrift. Auch wieder ein kleiner Sprengraum, also für Sprengmittel. Da sind wir draußen tatsächlich, guck mal hier. Freunde, das Licht, ich lösche und wie ich das am dümmsten hier wieder mache. Freunde, das sieht ein bisschen unbeholfen aus, aber ich habe immer noch eine Knieverletzung. Deswegen habe ich auch einen Schoner an.
Und das dauert alles ein bisschen länger, aber der Felix ist zum Glück am Start und der unterstützt mich ganz gut und dreckig wird er. Ja, der Pickel muss einiges aushalten. Ich glaube, die Spitze ist auch schon leicht rund geworden, also nicht mehr so spitz wie sie eigentlich. Warte, bleib mal so. Ja. Ja, ist sogar. Nee, ist einfach nur also ist ein bisschen rund geworden. Also deine Feinde kannst du damit nicht mehr aufspießen unbedingt. Ein bisschen Schwund fordert jeder Einsatz. Ey, du bist ja auch rückwärts, ne? Ja. Alter. Oh, ist das stabil? Ja. Oh. Er krüppelt hier lang, aber wir wollen uns, keiner bewegt sich, wir wollen uns ja nicht noch weiter verletzen. Deswegen mache ich alles ein bisschen langsamer und dann verletzungsfrei. So, jetzt haben wir diesen Bereich erkundet, Sprengstoff, es geht raus und jetzt nehmen wir diesen Bereich in Angriff. So, dann erkunden wir mal den anderen Bereich, es wird auch wieder deutlich nasser. Ja, ist größer. Aber wie gesagt, hier in dem Bereich, wo wir gerade durchlaufen, da führten die Schienen raus. Es ging nach draußen und hier standen die Waggons, ne, die dann an die Loks angeschlossen wurden. Also 3 Waggons hat man hier geparkt, die dann von den Loks rausgeworfen wurden, rausgefahren wurden. So, das ist wieder eine Kletteraktion, sehe ich gerade. Wie sieht es denn da drin aus? Darf ich mal eben gucken? Nein. Kann nicht. Oh, ist aber groß. Ja, aber da ist doch nur, das ist doch, ja egal, wir gehen mal durch. Gehen wir durch? Ja, geh mal durch. Kriegst du das überhaupt hin? Ne, da musst du andersrum rein, sonst fällt es ja nach vorne mit dem Kopf runter. Ja. Krieg ich das überhaupt hin? Ja, das weiß ich auch. Ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Nee, ich müsste mich jetzt erst mit dem rein. Oder du musst so rum. Komm her. Genau, so geht's. Ja. Boah. Das ist aber schon tief. Ja, nee, das ist nicht gut. Du musst dich einmal drehen. Einmal drehen musst du dich jetzt. Ja. Ich glaube, das ist aber nichts für mich, oder? Alter. Warte. Ich glaube, das ist nicht gut für mein Bein. Scheiße. Ich kann nicht. Ja, pass auf. Oh, Leute. So, also. Ich kann die Sache ja mitnehmen. Ja, genau. Wir haben uns jetzt dazu. Genau, bleib mal so, sonst blendest du mich. Ach so. Hau ab, hoch, ja genau. Also wir haben uns jetzt dazu entschlossen, ich komme da mit meinem Bein wahrscheinlich nur schwer, ich will mich nicht noch weiter verletzen. Ich soll es schon, sagen die Ärzte. Deswegen übernimmt Felix jetzt und filmt quasi ja, fernmündlich. Ne? Los geht's. Gebe er mir das, ich werde es überreichen. Warte, ich gucke mir das mal an, ob das vielleicht dann doch machbar ist, aber nee, ich glaube nicht. Also ich kommentiere das, also du brauchst nicht reden, weil das hört man nicht, ich habe das Mikrofon bei mir. Also Felix geht jetzt, er geht weiter, er geht immer weiter. Im Prinzip ist das Ausfahrtstor nach draußen. Also da sind damals die Dampflokomotiven, haben dann hier die Waggons rausgezogen mit dem ja, flüssigen Alkohol. Ne? Das sind 3 Hallentore, die sind DDR. Sie sind nachträglich reingekommen. Und vorne, wo Felix jetzt ist Felix, was ist da? Verbruch, Verschüttung? Also erstmal Betonplatten vor. Ja. Und dahinter ist es künstlich aufgefüllt. Ja. Also man hat Betonplatten vorgelegt, höre ich gerade vom Felix. Und dann hat man das aufgefüllt, dass man halt in diesen Stollen nicht reinkommt. Also hier ist tatsächlich zu. Er ist auch nur, was sind das, gefühlte 20 Meter, ne? Ja. 20 Meter ungefähr, also es ist nicht groß, es ist gemauerter Bereich. Und links wie rechts die kleinen Nischen, wo man sich hat reinstellen können. In diesem Bereich wurden die Kesselwagen untergebracht. In den Nischen links wie rechts wurden Zapfanlagen installiert. So. Also ich filme jetzt mal. Wenn es geht. Ja, es geht. Ich filme jetzt für Felix. Nee, ja, du kannst ja. Wir filmen beide. Soll ich mal hier? Oh Leute. Oh Leute. Tja. Das Licht ist zu hell, mach das Licht aus.
Nix kann der. Es ist behind the scenes jetzt. Okay. Moin Leute. Tja, manchmal wird es auch eng, aber die meisten mögen es ja, wenn es feucht ist. Ich habe beides, deswegen geht es wieder zurück. Ja. Sah ein bisschen komisch aus, hat aber funktioniert. Weiter geht's. Okidoki, dann könnt ihr mir das geben. Jetzt haben wir hier noch nach rechts einen weg und den gucken wir uns auch mal an. Dann würde ich sagen, starten wir mal hoch, oder? Jo. Auch wieder ein bisschen Kletterei, aber ist durchaus machbar. Die Amerikaner veranlassten etwa 30 Brenntests. Die Kosten dafür beliefen sich auf 150.000 Reichsmark. Auf diesen Kosten blieb die Steinbruch-Verwertungsgesellschaft sitzen, die sowieso schon insolvent gewesen ist. Die Amerikaner zogen ab und übergaben die Anlage den Sowjets. Die Sowjets schickten Wissenschaftler zur Erforschung der Anlage. Zum Erstaunen der Sowjets ließen die Amerikaner deutsche Spezialisten zurück. Sie erachteten diese Fachleute als unwichtig. Ein schwerer Fehler, wie sich herausstellen sollte. Also hier ist extrem matschig und nass. Ihr habt da richtig tropfsteinartig, also tropfsteinhöhlenartig. Augenscheinlich Ende, also hier ist ein Verbruch, hier soll es eigentlich weitergehen, aber es ist wie gesagt verbrochen. Felix hat auch gerade schon Gerätschaften noch gefunden, also irgendwelche Rohre, eventuell eine Lore. Es geht noch höher, er checkt das mal. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit und wir gucken mal gemeinsam, was wir in diesem Verbruch hier finden. Ja, hier liegen noch Rohre, tatsächlich. Holz, Bierflaschen, ja, also lässt jeder immer alles da. Holz, Rohre, was ist oben passiert? Zu. Geht nicht weiter? Nee. Ja, da ist Ende. Ende Gelände. Feierabend, Freunde. Ja, also ist auch Licht ist weg, es kommt kein Licht durch. Ende. Es geht nach unten weg, ne? Meine ich auch, dass da Verbruch ist. Die Deckenhöhe vor uns anguckst, Ja. das von oben runter. Ja, genau. Links, guck mal links. Wie so eine Ecke. Da hast du es. Ja, genau. Da geht's weiter. Genau, da geht's weiter. Also es ist hier nach unten verbrochen. Das nach oben ist runtergekommen und wie gesagt, hier unten ging es mal weiter. Aber hier ist tatsächlich Ende. Die Suche nach den Geheimlaboren geht weiter und führt uns tiefer in die lebensgefährliche unterirdische Fabrik. Es geht spannend weiter. Was finden wir in den unteren Sohlen des Flüssigsauerstoffwerkes?